Heute zeige ich euch, wie ihr Ösen mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit der Zange anbringt. Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Diese benötigt ihr zum Beispiel für Tunnelzüge in Hoodies, Kapuzen oder Jogginghosen. Ihr braucht dazu Ösenwerkzeug, ein Brett oder irgendwas zum Unterlegen, den Hammer und natürlich eure Ösen. Alternativ dazu könnt ihr auch eine Lochzange verwenden und eine Ösenzange. Dort wird dann das Werkzeug hineingesteckt. Ösen gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Achtet beim Kauf darauf, dass diese nicht rosten. Meistens steht auf der Rückseite schon eine Anleitung drauf, aber ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail. Außerdem braucht ihr noch euren Stoff, wo die Ösen drauf sollen, und ihr braucht noch was zum Verstärken des Bereiches, wo die Öse hinkommt, zum Beispiel Vlies, Bügeleinlage, Wonderdots oder Kunstleder. Ich habe mir hier schon markiert, wo ich die Ösen haben will. Dann bügele ich mir auf die Rückseite eine Bügeleinlage. Dann stanze ich mir hier mein Loch. Das kann ich mit der Lochzange machen oder mit dem mitgelieferten Werkzeug. Wenn ihr kein Brett habt, könnt ihr auch das Blättchen nehmen, aber ich finde es mit dem Brett einfacher. Legt es einfach hier drauf und haut dann mit dem Hammer drauf. Wenn das Werkzeug nicht mehr gut ist oder wenn es nicht gescheit rausgeht, könnt ihr das mit der Schere noch nachschneiden. Alternativ könnt ihr auch die Lochzange nehmen. Dieses Stanzteil muss genau aufs Kreuz. Und dann einmal fest pressen, bis es so macht. Mache ich hier noch ein bisschen so und dann ist das eigentlich fertig. Also ich finde das viel einfacher und sauberer, wenn man sowas hat, viel besser. Jetzt stecken wir uns das Werkzeug in dieses Plastikteil rein. Und dann die Öse durch das Loch. Könnte leicht friemelig sein, schaut, dass hier alles richtig drin sitzt. Dann kommt dieses runde Teil, also dieses größere, dieser Teller quasi, hier drauf. Und das Gegenteil von der Öse hier drauf. Und hier sollte so eine Rille dran sein, damit sich quasi dieses Teil über dieses legt und eben in diese Rille reingeht. Dann wird es einfach hier nur noch geschlossen und drauf gehauen. Würde ich natürlich jetzt auch wieder ein Brett empfehlen. Und irgendwie schauen, dass ihr eure Finger nicht erwischt. Vielleicht nochmal. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus. So sieht die fertige Öse aus.
Mit der Vario-Zange geht es genauso, also hier das Ösenwerkzeug rein, die Öse durchs Loch, das Gegenteil drauf, schauen, dass es richtig rund drauf ist, dass hier in der Mitte diese Rille ist. Ups, das will nicht halten. Kommt das wieder da rein, das da rein. Und hier muss man jetzt bloß drücken. Ohne Hammer und Holz. Und so ist auch diese Öse fertig. Also ich mag die Variante mit den Zangen lieber, aber wenn man es nicht hat, funktioniert es mit den anderen Sachen genauso. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, einen Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!